Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Konfiguration vom GT3. Dann legen wir doch mal direkt los. Hier gehen wir 911. So, wo haben wir das gute Stück? Hier haben wir den GT3 RS ausverkauft. So, Farbe. Welche Farbe? Anfangsplan war komplett All Black. Ja, bin ich aber schnell davon abgekommen, weil bei mir in der Tiefgarage steht einer All Black mit Keramikbremsanlage. Ja, wollte jetzt nicht zwingend unbedingt das gleiche nachmachen. Folgedessen war die zweite Entscheidung GT Silber. Ja, finde ich auch geil, habe ich mir dann echt angesehen. Muss allerdings sagen, war mir dann etwas zu silber und deswegen ist es Schiefergrau Neo geworden. Ja, absolut crazy Farbe, war mir am Anfang ziemlich unschlüssig, ob es das Ganze ist oder nicht. Und ja, habe es mir dann live angesehen und gedacht, okay, that's it. Räder, kommen wir zu den Radfarben. Ja, die sind schwarz lackiert. Radzubehör, nichts drin, Winter-Komplettradsatz auch noch nicht da. Eventuell hole ich mir die noch. Innenfarbe und Material Leder. Ja, erweitertes Leder- und Racetex-Paket. Genau, Sitze sind eine ganz klare Sache. Kommen die Schalensitze rein. Brutale Optik. So, mega nice. Sitzheizung vorne. Dann kommen wir schon zum Exterieur. Exterieur habe ich alles Serie gelassen, bis auf den Tankdeckel. Ja. Dach und Transport, Schriftzüge und Beklebung. Der GT3 bekommt natürlich eine komplette Schutzfolierung, ja, allerdings nicht von Werk, sondern hier ist nur der Vorderwagen konfigurierbar. Das Ganze läuft dann über die Lackschutzmanufaktur, ja, von dem guten Tim und Sascha. Da bekommt ihr einmal das Full Package, ja, inklusive Felgen und was weiß ich nicht allem. Modellbezeichnung habe ich hier an der Tür inkludiert. Ja, nicht die hier, sondern die hier. Finde ich irgendwie geil an der Seite. Genau, das war's dann schon. Kommen wir zum Licht. Hier natürlich HD Matrix LED-Scheinwerfer. Brutaler Unterschied. Und die Design-Heckleuchten. Die sind dann in weiß, was auch brachial aussieht. Ja, LED-Türprojektoren sind auch mit dabei und die schwarzen Scheiben. So, dann kommen wir zum Interieur. Interieur hat er, was haben wir denn? Gute Frage. Hier hat er nicht Gurt und Design. Sicherheitsgurte habe ich schwarz gelassen, weil ich bin echt kein Fan von Farbe. Sehen manche anders, aber auf jeden Fall hat er die 6-Punkt-Gurte auch für den Beifahrer. Finde ich nämlich ultra geil. Genau. Lenkrad haben wir in Racetex, ja, das ist glaube ich Serie, genau. Dann haben wir das Porsche-Wappen auf dem Ablagefach. Und die Sonnenblende in Racetex. Dann geht es weiter, Feuerlöscher, finde ich auch mega nice. Die Farbwahl der Ziernähte haben wir nichts verändert. Schlüssel habe ich individuell anfertigen lassen. Natürlich in Schiefergrau Neo. Schwarz, schwarz, schwarz und die Ziernaht in Kreide. Genau, so sieht der Schlüssel aus.
Dann geht es weiter mit Antrieb Performance. Hier natürlich kein Schaltgetriebe, sondern das PDK-Liftsystem an der Vorderachse. Ebenfalls zwingend notwendig. Chrono-Paket kommt natürlich auch mit rein. Bremssättel lackiert in schwarz ebenso. Keramik habe ich mal rausgelassen. Und natürlich den 90 Liter Kraftstofftank. Assistenzsysteme gibt es nicht wirklich viel. Ja, Parkassistent hinten. So, Garagentür öffnen wir mit drin. Ionisator, ganz klar, ja, wegen meiner Pollenallergie. Und die Vorrüstung für die Porsche Dashcam. Lichtdesign-Paket haben wir auch mit drin. Paket nein. Infotainment Bose natürlich mit dabei. So, Performance-Parts haben wir keine. Radsätze, Transport und Schutz. Haben wir den Indoor-Cover und die Kofferraumwanne. Yes. Allwetterfußmatten auch nicht, Kindersitz auch nicht. Zubehör Porsche Dashcam haben wir auch noch mit dabei. Und die Werksabholung in Leipzig. Ja. Nächsten Monat ist es soweit. Ich freue mich mega drauf. Hier nochmal das Fahrzeug zu sehen von außen. Absolutes Brett. Ja. Ich wollte ihn eigentlich ziemlich dunkel halten, so Richtung All Black. Aber ich denke, mit Schiefergrau Neo und in Verbindung mit Schwarz sieht das richtig, richtig böse aus. Ja, bin gespannt, wie der Wagen in echt aussieht. Ich habe auch schon ein paar Fotos bekommen vom Werk. Habe mal auch eine Werksbesichtigung gebucht, um das Ganze mal zu begutachten. Und blende jetzt hier noch ein paar Bilder ein, ja, direkt von dem Werk. Finde ich auch mega geil, das Ganze so zu begleiten. Und genau, that's all. Das nächste Video wird dann direkt bei der Abholung sein. Yes, das wäre auf jeden Fall meine Konfiguration vom GT3. Ihr könnt in die Kommentare gerne schreiben, was ihr geil findet, was ihr nicht so geil findet. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ich finde ein richtiges Batmobil geworden. Und genau, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.